Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sepsis-Akademie begrüßen. Und wir haben heute eine Premiere oder eine Wiederholung einer älteren Premiere. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Wir haben ja bereits im Januar schon einmal mit Patienten über Sepsis gesprochen, mit Patientinnen und Patienten, und das damals auf YouTube in einem Livestream auch einem größeren Publikum zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns vorgenommen, im Dezember in der Sepsis-Akademie immer einen ganz besonderen Vortrag zu haben. So soll es in diesem Jahr dann doch eine Premiere sein, denn das ist das erste Mal, dass wir so einen besonderen Vortrag im September haben. Und auch den werden wir auf YouTube in einem Livestream übertragen. Und ich sehe, dass da auch schon etliche Zuschauer da sind. Ich muss immer zwischen zwei Monitoren hier etwas hin und her kommen. Also herzlich willkommen Ihnen allen zu dem heutigen Thema, wo es um Pandemien und Panzootien geht. Und als wir mit Professor Mettenleiter, den ich gleich noch etwas vorstellen werde, vor einem Jahr uns Gedanken gemacht haben und diesen Termin ausgemacht haben, da ahnten wir noch nicht, dass dieses Thema uns leider immer noch sehr aktuell beschäftigt und sogar noch viel aktueller ist, als es das vor einem Jahr war. Und insofern denke ich, ist es ein extrem aktueller Vortrag, der uns aber sicherlich gemeinsam den Blick weitet für die ganze Dimension der Dinge und das vielleicht auch ein wenig ins große Ganze, ins Historische einordnen lässt. Bevor ich Professor Mettenleiter vorstelle, möchte ich noch etwas Organisatorisches sagen. Das Ganze ist ja wie immer eine Veranstaltung des Sepsis-Dialogs, der auch von der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern mit Fortbildungspunkten zertifiziert ist. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, der schickt bitte wie immer eine E-Mail an sepsisakademie@med.uni-greifswald.de. Diese E-Mail-Adresse steht auch hier nochmal im Chat auf Zoom. Und ich möchte auch nicht versäumen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich im nächsten Jahr unsere Sepsis-Akademie fortsetzen. Die Umfrage hat ergeben, dass wir es weiterhin an einem Mittwoch machen werden und auch um die Uhrzeit 16:30 Uhr. Da haben die meisten dafür votiert. Und die nächste Veranstaltung im neuen Jahr, dann am 19. Januar, wird uns zum Thema führen, die neue internationale Sepsis-Leitlinie. Und da gibt es ja auch, denke ich, eine Menge Aktualisierungen und Neuigkeiten, sodass wir da auch schon im neuen Jahr wieder ein interessantes Thema haben. Nun möchte ich aber Ihnen gerne Professor Mettenleiter vorstellen. Ich freue mich ganz doll, dass das geklappt hat, Herr Professor. Sie sind ja ein vielbeschäftigter Mensch und Sie sind ja als Präsident des Friedrich-Löffler-Institutes, also dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems hier in der Nähe von Greifswald, einer, wo wir kaum einen anderen finden, der sich so gut mit Viren und eben Pandemien und Panzootien auskennt, der auch immer wieder mit vielen aktuellen Ereignissen konfrontiert ist, wenn wir allein daran denken, an die derzeitig aufgefallenen Fälle der afrikanischen Schweinepest hier in Mecklenburg-Vorpommern. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie es möglich machen könnten. Sie sind Molekularbiologe und Virologe und haben sich in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn sehr intensiv mit den Virus-Wirt-Interaktionen beschäftigt, die ja eine entscheidende Grundlage dafür auch sind, dass wir es eben mit Pandemien oder Epidemien zu tun haben. Und Sie sind auch Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher, also der Leopoldina, also jemand, der in einer wissenschaftlich-akademischen Organisation ist, die sich auch aktuell sehr intensiv mit dem Thema der aktuellen Pandemie auseinandersetzt. Und deshalb freue ich mich, und das wiederhole ich mich jetzt, dass sie das möglich machen könnte. Und ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt und wir alle freuen uns, denke ich, auf Ihren Vortrag und auf die anschließende Diskussion. Und zur Diskussion noch kurz.
Sie können wie immer entweder ein F&A, lieber ist es mir im Chat, Ihre Fragen aufschreiben und ich würde sie dann vorlesen und an Professor Mettenleiter weiterleiten. Und nun aber wirklich genug und bitte sehr, Herr Professor, für Ihren Vortrag. Ja, lieber Gründing, vielen Dank für die so freundliche Einführung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich diese Einladung angenommen habe und dass ich jetzt heute in dieser vorweihnachtlichen Sepsis-Akademie etwas erzählen kann. Bitte erwarten Sie jetzt nicht die tiefergehenden, hochspezifischen Experimente und Erkenntnisse. Ich würde es ein bisschen anpassen an die zeitliche Situation und einen eher allgemeineren Überblick geben, vielleicht auch zwischenrein immer mal mit einem kleinen zwinkernden Auge. Jetzt kommt das, was wir im Rahmen der Pandemie ja alle gelernt haben, nämlich den Bildschirm zu teilen. Und die wahrscheinlich am meisten gestellte Frage oder Fragen sind: Sie sehen meinen Bildschirm und Sie hören mich. Und ich denke, das ist beides so gegeben. Und damit kann ich Sie virtuell. Alles Beste. Sehr gut, vielen Dank. Und damit kann ich Sie virtuell am Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, willkommen heißen. Das ist der Hauptsitz des Instituts. Das ist die Insel Riems, die kommunal in der Verwaltung zur Universitätsstadt Greifswald gehört. Ich sitze im Moment hier in diesem Gebäude, das ist unser Hauptgebäude. Hier diese 3 Fenster, das ist mein Büro. Das heißt, wenn es jetzt nicht dunkel wäre, könnte ich zum Fenster rausgucken und würde hier einen sehr schönen Blick über die Christor Wiek haben. Das ist also der Hauptsitz des Instituts. Wenn Sie das googeln, dann kommt sehr häufig die Bezeichnung, wir wären die gefährlichste Insel Deutschlands. Das hat jetzt mehr mit der Fantasie derjenigen zu tun, die sich solche Überschriften ausdenken. Aber natürlich arbeiten wir hier auf der Insel Riems mit gefährlichen Erregern, aber natürlich auch unter den dafür notwendigen Sicherheitsbedingungen. Ich bin aber auch immer ganz gerne dann dabei und zitiere unseren zumindest bis heute amtierenden, jetzt ehemaligen Bundesgesundheitsminister, der am 11. März 2020 gesagt hat, die Krise liegt noch vor uns, es kommt, außer Sie sind auf einer Insel. Und damit sind wir dann plötzlich eher zur sichersten Insel Deutschlands geworden. Bei uns ist zwar SARS-CoV-2 auch angekommen, aber in unseren Hochsicherheitslaboratorien und Tierstellen. Und da werde ich nachher noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ich kann auch keinen Vortrag über das Institut halten, ohne über den Namensgeber und Gründer des Instituts kurz zu berichten. Friedrich Löffler, einer der ersten Schüler von Robert Koch. Heute würden wir das Ganze als Postdoc bezeichnen. Damals hieß das wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. Friedrich Löffler ist also 1879 zu Robert Koch nach Berlin gegangen, hat damals in den Hochzeiten der Bakteriologie, da sind Sie ja die Experten, die Erreger von Rotz, Diphtherie und Rotlauf beschrieben, ist 1888 nach Greifswald berufen worden, auf den dort neu geschaffenen Lehrstuhl für Hygiene und ist für uns insbesondere wichtig, weil er 1898 mit dem Erreger der Maul- und Klauenseuche das erste filterable Virus entdeckt hat, also einen neuartigen Erreger, der durch bakteriendichte Filter hindurch passt und das Ganze dann so formuliert hat. Es lässt sich deshalb die Annahme nicht von der Hand weisen, dass es sich bei den Wirkungen der Filtrate nicht um die Wirkungen eines gelösten Stoffes handelt, sondern um die Wirkung vermehrungsfähiger Erreger. Diese müssten dann freilich so klein sein, dass sie die Poren eines auch die kleinsten Bakterien zurückhaltenden Filters zu passieren vermöchten. Und diese 2 Sätze stehen an der Basis dessen, was wir heute als Virologie und Virusforschung bezeichnen. Das heißt, wenn wir uns über SARS-CoV-2 unterhalten, dann steht immer irgendwo der Geist Friedrich Löfflers natürlich auch im Hintergrund. Nun, wenn wir das so dann akzeptieren, rechts Robert Koch, links Friedrich Löffler, ist es völlig unbestritten, dass Robert Koch einer der Begründer der Bakteriologie ist. Genauso unbestritten ist allerdings auch, dass Löffler sicherlich einer der Mitbegründer der Virologie ist. Er ist unglücklicherweise sehr viel weniger bekannt als Robert Koch. Robert Koch hat den Nobelpreis erhalten. Auch das wissen Sie. Friedrich Löffler ist da leider leer ausgegangen. Und wir versuchen das jetzt so ein bisschen zu korrigieren, um eben auch die Bedeutung Friedrich Löfflers
für die Medizin und insgesamt für die Infektiologie als Entdecker der Viren deutlich zu machen. Nun, Löffler war damals im Ende des 19. Jahrhunderts für seine Arbeiten auf die Infektion von des natürlichen oder der natürlichen Wirte von Maul- und Klauenseuche angewiesen. Das sind Wiederkäuer, Rinder, Schafe und Ziegen und eben auch Schweine. Und um solche Versuche durchzuführen mit einem Erreger der Maul- und Klauenseuche, das sich als eines der hochkontagiösesten Viren darstellt, mussten entsprechende Bedingungen eingehalten werden. Und die meisten werden es nicht wissen. Also Biosicherheit, Biorisk Management hat damals eine wichtige Rolle gespielt. Und Friedrich Löffler hat seine ersten Infektionsversuche gemeinsam mit Paul Frosch in einem Sicherheitsumfeld dargestellt oder realisiert, das viele gar nicht kennen. Sein erster Sicherheitsstall oder Versuchstierstall war nämlich das hier. Das ist der Berliner S-Bahnbogen 262, liegt direkt neben der Charité. Und das war also der erste Versuchstierstall. Die Experimente, die zur Entdeckung der Viren geführt haben, sind dort durchgeführt worden. Das ist nun aus dem Hintergrund des Biorisk Management relativ clever. Inmitten der Metropole Berlin ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verschleppung des Erregers auf andere landwirtschaftliche Nutztiere kommt, relativ gering. Und in der Tat sind da auch keine Auffälligkeiten damals notiert worden. Das Ganze hat sich geändert, als Friedrich Löffler dann nach einem Jahr von der Universität hier zurückzitiert wurde, um doch seine Lehrveranstaltungen, Lehrverpflichtungen hier wieder wahrzunehmen. Er musste also dann seine Versuche in Greifswald fortsetzen. Er wollte das zunächst im innerstädtischen Bereich tun. Da waren aber die Nachbarn über insbesondere die Gerüche, die von den Versuchstieren ausgingen, nicht begeistert. Und so musste er in den eher landwirtschaftlichen geprägten Teil des Umfeldes von Greifswald ausweichen. In diesen Versuchstierstall, ich habe es mal ganz salopp als Biorisk oder Hochsicherheit anno 1900 bezeichnet. Das ist ein ganz normaler Offenstall. Und es passierte nun das, was auch eigentlich zu erwarten war. Durch die Infektionsversuche mit Maul- und Klauenseuche an diesen Tieren kam es immer wieder zu Verschleppungen der Seuche. Und das gipfelte im Jahr 1907 mit einem Hilferuf der lokalen Bauernschaft an das vorgesetzte Ministerium in Berlin mit dem Satz, Deutschland könnte als Maul- und Klauenseuche frei gelten, gäbe es die Experimente des Professor Löffler nicht. Nun, das ist natürlich eine Anschuldigung, wo dann auch ein Ministerium sehr schnell reagiert und es wurde Löffler ultimativ verboten, die Arbeiten weiterzuführen, außer er findet einen sichereren, biosichereren Platz, das umzusetzen. Das kam für ihn jetzt nicht völlig überraschend. Er hat bereits ein Jahr vorher, 1906, geschrieben, dass die Lage eines künftigen Instituts an und für sich eine derartige sein müsse, dass eine Verschleppung des Infektionsstoffes durch sie allein schon vollständig ausgeschlossen sein würde. Am besten würde sich ohne Zweifel eine Insel für diese Zwecke eignen. Nun, für Löffler in Greifswald an der Ostseeküste war das eine relativ naheliegende Alternative. Er hat sich einige Inseln angesehen, unter anderem eben auch die Insel Riems und ist dort dann im wahrsten Sinne des Wortes hängen geblieben, hat dort sein erstes Versuchsgebäude errichtet, das Löfflerhaus, das glücklicherweise heute auch noch zum Bestand des Friedrich-Löffler-Instituts gehört. Das heißt, die Keimzelle unseres Instituts ist weiter hier vorhanden. Und er hat dort am 10. Oktober 1910 mit seinen Forschungsarbeiten begonnen. Das ist ein Faksimile des Schreibens, das er an den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten in Berlin geschickt hat. Eure Exzellenz berichte ich gehorsamst, dass ich sofort nach dem Eintreffen einer frischen Lympheprobe aus Witkowo in Ostpreußen am Montag, dem 10. Oktober, mit den Arbeiten auf der Insel Riems begonnen habe. Und damit ist das Institut hier auf der Insel Riems die weltweit älteste virologische Forschungsstätte in der Definition, das weltweit älteste Institut, das speziell für die Erforschung einer Virusinfektion, einer Viruskrankheit gegründet worden ist. So haben wir also auch Anfang Oktober dieses Jahres unser 111. Gründungsjubiläum begangen. Zum 100. Gründungsjubiläum 2010 gab es sogar eine Sonderbriefmarke. Also Sie sehen, wir versuchen auch in Richtung dessen, was wir heute als PR bezeichnen, für Löffler tätig zu sein. Das Friedrich-Löffler-Institut besteht nicht nur aus der Insel Riems. Wir haben insgesamt 12 Fachinstitute an 5 Standorten.
Hauptsitz auf der Insel Riems, unsere bakteriologische Forschung in Jena und unsere nutztierwissenschaftliche Forschung an den 3 Standorten Braunschweig, Celle und Mariensee in Niedersachsen. Aber der Schwerpunkt der infektiologischen Arbeiten liegt bei uns hier auf der Insel Riems. Wir gehören als selbstständige Bundesoberbehörde zum Ressortbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, haben also gerade den Chef gewechselt von Julia Knöckner zu Cem Özdemir. Unser Forschungsauftrag ist im Tiergesundheitsgesetz verankert. Im Paragraph 27 steht drin, dass wir forschen auf dem Gebiet der Tierseuchen, des Tierschutzes, der Tierhaltung, der Tierernährung und der Nutztiergenetik, also ein sehr breites Portfolio. Aber was wichtig ist, sind die 2 Kernbereiche, die wir haben. Das ist zum einen Forschung zu Gesundheit und Wohlbefinden lebensmittelliefernder Tiere, wobei das bei uns heißt von der Honigbiene bis zum Rind, und der Schutz des Menschen vor Zoonosen. Und das soll nun im Folgenden eigentlich die Hauptrolle spielen, nämlich in dem Kontext Pandemien, Panzootin und Disease X. Nun, wir sind inmitten einer Pandemie. Das ist also jetzt eine Gegenwart, die wir vor 2, 3 Jahren so vielleicht noch gar nicht vorhergesehen hatten, obwohl die Experten natürlich immer der Meinung waren, es wird eine neue Pandemie geben. Warum soll auch die pandemische Situation plötzlich aufhören? Dafür gab es überhaupt keine Gründe. Also überraschend war vielleicht der Zeitpunkt und vielleicht auch etwas der Erreger, der letztendlich zur Pandemie geführt hat. Aber die Tatsache, dass es Pandemien gibt, ist nichts Neues. Und ich weise auch immer gerne darauf hin, auf diesen Hollywood-Film Contagion, den habe ich vor der Pandemie zu verschiedenen Gelegenheiten immer mal wieder als Beispiel gezeigt, auch zur Weiterbildung unter anderem hier bei uns im Institut, um mal darzulegen, wie sich so ein Szenario denn entwickeln könnte. Nun, das ist Hollywood, da ist natürlich viel Beiwerk mit dabei, aber ich kann Ihnen trotzdem empfehlen, schauen Sie sich das mal an. Und wenn Sie dann auch auf die letzten 2 Jahre zurückblicken, da werden Sie doch eine ganze Reihe von Déjà-vu-Erlebnissen haben. Nun, Pandemien sind natürlich nicht neu. Pandemien und Seuchen sind Teil der Menschheitsgeschichte. Hier das Beispiel aus der Toggenburger Bibel. Viele von Ihnen kennen das natürlich. Die Pest als eine bakterielle Pandemie. Im Moment wird sehr fokussiert auf die Viren. Die Ausbreitung der Pest in Europa in den Jahren 1347 bis 1352. Es gibt ja in der Zwischenzeit sehr schöne auch molekulargenetische Analysen über die Entwicklung dieser unterschiedlichen Pestvarianten. Und wenn wir uns das Ganze im aktuellen Kontext darstellen, die Pestseuchenwelle von 1347 bis 1352 forderte mehr als 25 Millionen Tote. Das ist ungefähr die Zahl des Ersten Weltkriegs. Das war aber damals rund 1/3 der Bewohner Europas. Und wenn wir das in die heutige Zeit transferieren, wo es also die Population Europas etwa 750 Millionen beträgt, dann würde das heißen, das wären 250 Millionen Tote. Und das ist natürlich dann schon eine sehr substanzielle Zahl. Das ist möglicherweise die Pandemie, die wirklich die Menschheit insgesamt am härtesten getroffen hat. Das zeigt nur noch mal die genetische Untersuchungen, die insbesondere ja auch Joachim Krause früher in Jena, jetzt in Leipzig durchgeführt hat, an DNA, antike DNA, die aus Begräbnisstätten gewonnen worden ist. Nur ein zweites Beispiel. Ich will jetzt nicht die gesamte Pandemiegeschichte hier referieren. Ich bin auch kein Historiker, ich bin Infektiologe, Virologe. Aber wenn wir uns nochmal die Pocken ansehen, scheint alles schon so lange her zu sein. Die letzte große Epidemie in Deutschland fand nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 statt. Und ihr fielen etwa 180.000 Menschen zum Opfer in Deutschland. Das heißt also 4-mal so viele, wie es damals Kriegsgefallene gab. Wir kommen nachher bei der spanischen Grippe ja nochmal auf diesen Vergleich zwischen Kriegstoten und Infektionstoten zurück. Selbst im 20. Jahrhundert haben die Pocken in einer großen pandemischen Ausbreitung etwas mehr als etwa 200-300 Millionen Tote gefordert, mit einer Letalitätsrate von 35%. Das heißt also, jeder 3. Infizierte ungefähr ist an dieser Infektion verstorben. Trotzdem ist es gelungen, 1980 die Pocken weltweit auszurotten. Eine der großen Errungenschaften der Infektiologie, der infektiologischen Forschung.
Die spanische Grippe, auch in dem Kontext zu sehen, von März 1918 bis etwa Anfang 1920. Viele der heute so auch in der Diskussion zumindest gestanden habenden Maßnahmen wie Masken tragen, wie Social Distancing, wie Schulschließungen, auch das hat damals schon seinen Wert bewiesen, ohne dass man die entsprechenden wissenschaftlichen Grundlagen dafür hatte. Und wir alle wissen natürlich auch, dass diese spanische Grippe auch deutlich mehr Todesopfer gefordert hat als der Erste Weltkrieg. Und auch dort sehen wir sehr schön eine pandemische Ausbreitung von einem Infektionsherd, da sind sich in der Zwischenzeit die meisten Wissenschaftler einig, hier in Nordamerika gelegen hat, wahrscheinlich irgendwo in Kansas. Von dort ist der Erreger über den Atlantik in die Soldatenlager nach Frankreich gekommen und hat sich von dort aus dann weiter global ausgebreitet. Auch hier gab es dann schon eine erste und eine zweite Welle. Alles, was hier gestrichelt dargestellt ist, das ist die erste Welle und dann die durchgezogenen Pfeile, die zweite Welle. Das hat damals alles etwas länger gedauert in der pandemischen Ausbreitung, als wir das jetzt bei SARS-CoV-2 gesehen haben, weil einfach auch natürlich die Reisewege andere waren. Aber grundsätzlich war es natürlich auch damals schon genau die gleiche pandemische Ausbreitung einer Infektion, die wir heute auch gesehen haben. Also auch das ist grundsätzlich nichts Neues. Und dann folgen die klassischen Influenza-Pandemien, die wir alle kennen, die asiatische Grippe 57, 58, die Hongkong-Grippe, die russische und dann 2009, 2010 die Schweinegrippe, wahrscheinlich die mildeste dieser Pandemien. Da kann man zum einen sagen, glücklicherweise war sie so mild. Auf der anderen Seite muss ich dann als Infektiologe sagen, sie war vielleicht etwas zu mild, sodass die Lektionen, die wir aus der Schweinegrippe 2009, 2010 hätten lernen können und sollen, vielleicht dann doch nicht so angekommen ist. Das hätte uns vielleicht bei SARS-CoV-2 nun einiges erspart. Das ist so ein kurzer historischer Abriss, was die Pandemien angeht, also die Infektionen weltumspannend beim Menschen. Aber das gilt natürlich auch für das Tier. Also Seuchen sind auch Teil der Geschichte der Tiere, die sogenannten Panzootien. Ich zeige immer da ein nettes Beispiel. Das, was Sie im Hintergrund sehen, das ist die Dorfkirche in Richtenberg bei Stralsund. Wenn Sie mal die Gelegenheit haben, dorthin zu kommen und die Tür offen ist, dann sehen Sie einen Kronleuchter, der dort drin hängt, mit einer Kugel unten dran, auf die in der folgendes Zitat abgebildet ist. Ich bin geschenkt, Gott zu Ehren, der Kirche zur Zierde, zur Zeit wie der allmächtige Gott fast die ganze Welt mit einer schweren Rindviehseuche gestraft. Das Ganze war 1747, also sicher noch zu einem Zeitpunkt, als Massentierhaltung weder als Begriff noch als Realität existierte. Schon damals gab es natürlich solche Seuchen und das war mit höchster Wahrscheinlichkeit nach die Rinderpest. Und auch da wieder die Korrelation zu Pocken. 2011 ist es auch gelungen, im veterinärmedizinischen Bereich diesen Erfolg der Pockeneliminierung im humanmedizinischen Bereich zu komplementieren durch die globale Freiheit von Rinderpest. Also eine der großen Geißeln der Menschheit, die Pocken, und eine der großen Geißeln der Menschheit indirekt über die Vernichtung von Rinderherden wurde da auch entsprechend getilgt. Das hat direkte Auswirkungen auch auf die heutige Zeit. Das heutige Tiergesundheitsgesetz, das wir haben, geht zurück auf das Gesetz betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880. Und das war eine direkte Folge der noch grassierenden Rindepest im damaligen Deutschen Reich. Und damit ist das, auch das sage ich mit einem Zwinkern, ist das Tierseuchengesetz letztendlich älter als das Infektionsschutzgesetz, das zurückgeht auf das Gesetz betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900, also fast auf den Tag genau 20 Jahre später erst in Kraft gesetzt. Also hier war der Veterinärbereich, wie wir heute sagen würden, dann doch etwas schneller. Was hat das Ganze nun in dem Kontext zu tun, um den es heute im Wesentlichen sich drehen soll, also Pandemien? Ich habe einen Bericht aus dem Guardian, aus dem Vereinigten Königreich vom 15. September des letzten Jahres in der Vorbereitung einer anderen Präsentation. Und da steht dann als Überschrift Farm Animals and Pandemics,
Nine Diseases that Changed the World. Und ich dachte, ach, das ist super, das ist genau das Thema, über das ich jetzt auch sprechen möchte, eben auch heute. Das heißt also, here we look at the major outbreaks that have been linked to industrial farming over the last 170 years. Wobei man schon wieder die Einschränkung machen muss, vor 170 Jahren war Industrial Farming sicherlich noch kein gängiger Begriff und auch keine Realität in der Tierhaltung. Nun, wenn wir uns das Ganze etwas genauer angucken, dann taucht da einiges auf. Die bovine Tuberkulose, ja, das ist sicherlich eine Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen überspringen kann, die aber in der Zwischenzeit eine reine oder fast reine menschliche Tuberkulose ist. Also die Ansteckung von Mensch zu Mensch spielt die wesentliche Rolle. Dann taucht hier plötzlich BSE auf, was noch mit Pandemie gar nichts zu tun hat. Das war eine Epidemie, die sehr lokal oder fast ausschließlich begrenzt auf das Vereinigte Königreich stattgefunden hat. Nipah-Virus ist eine Virusinfektion, die in Südostasien eine Rolle spielt, aber nie zu einer Pandemie geführt hat. Allerdings, ohne es vorwegnehmen zu wollen, eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Film Contagion. Dann Kuhfieber, sicherlich nicht als Pandemie so wahrgenommen. Wir haben dann die Vogelgrippen H7N7 aus dem Jahr 2003 und H5N1 aus dem Jahr 1997. Auch beides keine Infektionen, die wirklich zu einer schwerwiegenden pandemischen Ausbreitung geführt haben. Und dann die zwei, die eigentlich am nächsten dem kommen, was wir heute haben. Das ist das SARS, das erste SARS von 2002, 2003. Allerdings mit etwa 10.000 Fällen und etwa knapp unter 1.000 Todesfällen, sicherlich bei weitem nicht in der Schwere vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Und MERS, das Middle East Respiratory Syndrome, hat es eben auch nicht zu einer wirklichen Pandemie geschafft, mit dem Fokus weiterhin auf der arabischen Halbinsel. Die einzige von diesen Infektionen, die da benannt worden sind, war in der Tat die Schweinegrippe. Zuerst in 2009 aufgetreten im Menschen, eigentlich ein Misnomer, denn es ist keine Schweinegrippe, es war eine humane Grippe, die allerdings aufgrund der genetischen Signaturen auf Schweineinfluenza zumindest zum Teil zurückzuführen war. Und das war in der Tat eine klassische Pandemie, auch wenn damals die WHO ja heftig angegriffen worden ist, weil sich dann später herausgestellt hat, dass es eben keine hochvirulente oder kein hochvirulenter Erreger war, wobei Pandemie jetzt primär auch nichts über Virulenz aussagt. Allerdings Panzootin waren das durchaus ebenfalls, also hier die Vogelgrippe, man sieht hier die Ausbreitung in Asien, in Afrika und in Europa. Das ist jetzt ja der Stamm H5N1, der 1997 zum ersten Mal vom Geflügel auf den Menschen übergesprungen ist oder hat man zum ersten Mal bemerkt mit einer relativ hohen Letalität. Diese Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Wir hatten auch in der Folgezeit Epizootien, die sehr häufig im Fernen Osten starten, die dann über Zugvögel nach Sibirien gebracht werden und dort dann bidirektional sich nach Westen Richtung Europa und nach Osten Richtung des nordamerikanischen Kontinents ausbreiten. Nun, H5N8 ist glücklicherweise keine großartige, also hat kein großes zoonotisches Potenzial. Aber wenn wir uns das Szenario anschauen im Rahmen einer solchen Epizootie, dann sieht man hier die Ausbrüche in Europa 2017, 2018 jeweils unterteilt in Hausgeflügel, Wildvögel und Zugvögel. Und Sie sehen, das ist dann schon eine flächendeckende Situation. Wir hatten damals eigentlich gedacht, das ist so das Schwerste, was wir bisher je erlebt haben, mit doch relativ viel betroffenen Wildvögeln und Betrieben. Aber das Ganze wurde dann 2020, 2021 in der Saison getoppt. Hier fokussiert im Wesentlichen auf den norddeutschen Bereich, aber auch eine Ausdehnung in Gesamteuropa. Das fiel nun gerade in die Situation SARS-CoV-2, deswegen ist es von vielen nicht wahrgenommen worden. Aber das ist natürlich schon eine sehr schwerwiegende Ausbreitung einer Infektionskrankheit, die hier stattgefunden hat. Und was wir leider konstatieren mussten in diesem Jahr ist, dass der Erreger im Gegensatz zu den Vorjahren nie ganz aus Europa verschwunden ist, also auch im Sommer nicht wieder verschwunden. Deswegen auch kein Neueintrag im Herbst, sondern ein Wiederaufflammen bereits vorhandener Geflügelpest- oder Vogelgrippeerreger. Und das ist das, was wir nun leider jetzt auch seit dem 1. Oktober wieder sehen. Das ist jetzt die Darstellung bis letzte Woche. Also auch hier zeigt sich,
dass wir weiter mit solchen Infektionen, mit solchen Epidemien, mit solchen Wellen rechnen müssen. Und das zweite große Tätigkeitsfeld für uns hier am Friedrich-Loeffler-Institut war dann seit September des letzten Jahres die afrikanische Schweinepest. Auch das eine Infektion, die als Panzootie bezeichnet werden kann. Ich habe es mal etwas salopp als das Ebola der Schweine bezeichnet. Das ist ein Erreger, der sich zwar nicht durch eine Kontagiosität, ähnlich MKS, auszeichnet, aber doch eine hohe Letalität, also eine hohe Case-Fatality-Ratio, die bei ASP über 90% liegt. Das heißt also, über 90% der infizierten Tiere werden an dieser Infektion versterben. Das ist also noch deutlich heftiger als Ebola mit einer Case-Fatality-Rate zwischen 50 und 60%. Also das ist nun wirklich ein Killer. Und wenn wir das vergleichen mit der CFR von SARS-CoV-2, dann können Sie sicherlich auch nachvollziehen, dass ich hin und wieder auch mal äußere, das, was wir gerade erleben, ist nicht das Schlimmste, was sich ein Virologe an pandemischem Potenzial vorstellen kann. Hier lasse ich jetzt einen Film ablaufen. Dieser Film beginnt im Jahr 2007. Hier oben ist das Datum am 1. Januar. Und der zeigt, ja fast wie in Zeitlupe, aber es ist natürlich hier Zeitraffer, wie sich eine solche Pandemie oder Epidemie, Pandemie aus einer punktförmigen Eintrag dann entwickeln kann. Also eigentlich das, was wir jetzt bei SARS-CoV-2 auch gesehen haben. Es ging los 2007 mit dem Einschleppen dieses Erregers aus Afrika nach Georgien in den Hafen von Poti. Dann die Infektion im Wildschweinbereich durch das unsachgemäße Entsorgen von infizierten Nahrungsmitteln. Und jetzt sehen Sie, wie sich dieser Erreger hier auch sprunghaft hier bis nach St. Petersburg schon ausdehnt. Hier tauchen jetzt Fälle auf, hier fast schon hier ganz im Norden. Das ist menschliche Aktivität, die diesen Erreger dann weiterträgt. Lokalausbreitung durch infizierte Wildschweine hauptsächlich, aber dann diese Sprünge durch menschliche Aktivität seit Anfang 2014 auch an der Ostgrenze der EU. Und wenn Sie jetzt mal sehen, wie sich das hier entwickelt, dann finde ich das immer noch sehr bemerkenswert. Diese Punkte, die tauchen auf, die werden dann nach 3 Monaten wieder gelöscht, sodass es also das Bild nicht allzu überbeansprucht. Wir haben hier jetzt einen Sprung in Polen, in der Region um Warschau. Wir haben Sprünge nach Belgien, in die Tschechische Republik. Und das, was uns dann am meisten Sorgen bereitet hat, das war Ende 2019 der Sprung an die Westgrenze Polens, direkt an die deutsche Grenze. Und das, was dann kommen musste, dann auch der Übertritt dieser Infektion nach Deutschland. Und das ist die aktuelle Situation vom 3.12. mit den Fällen hier im Landkreis Meißen und hier die neuen Ausbrüche sowohl im Wildschwein als auch im Hausschwein in Mecklenburg. Das heißt also auch weiter eine Ausbreitungstendenz nach Westen. Das Gleiche findet leider nicht nur nach Westen statt, sondern auch nach Osten. Die Seuche ist in der 2018 auch in Asien angekommen. Das heißt, wir haben es also, wenn wir das Wort eng sehen, keine afrikanische Schweinepest mehr, sondern wir haben eine afro-eurasische Schweinepest. Und erst vor einigen Wochen hat es dieser Erreger auch geschafft, in die Karibik zu gelangen. Und auch dort laufen jetzt die entsprechenden Bekämpfungsprogramme. Es gibt keinen Impfstoff. Wir sind also weit davon weg von der Situation, die wir bei SARS-CoV-2 haben, sondern es ist in der Tat so, dass wir hier ausschließlich auf Biosicherheit an den Betrieben verweisen können. Also im Endeffekt so ein bisschen die Analogie zu den AHA+L-Maßnahmen, die wir im humanen Bereich haben. Jetzt bei SARS-CoV-2 sind es die Biosicherheitsmaßnahmen an den Beständen. Das heißt, wir haben so eine Situation, wo wir im Moment so das Gefühl haben, dass also auch die Panzootien, auch der tierische Bereich zunimmt. Das ist nun nicht ganz verwunderlich. Wir haben eine zunehmende Weltbevölkerung, die zunehmenden Anspruch hat auch auf tierisches Protein und damit auch die entsprechenden Wirte solcher Erreger einfach in der Zahl auch zunehmen. Das ist also etwas, was sehr direkt korreliert ist. Und das führt mich dann zum nächsten Aspekt. Der Mensch ist Teil des Tierreichs. Wir haben ja eine Verbindung zwischen Tier und Mensch, die eben jetzt nicht nur heißt, der Mensch isst entsprechend tierisches Protein, sondern er ist auch in der tierischen Welt natürlich verbunden. Das soll hier auch wieder mit einem Augenzwinkern dieser Bereich darstellen. Der Mensch ist Teil des Tierreichs, eigentlich eine
eine ziemlich triviale Darstellung. Und damit ist es eigentlich dann auch trivial, dass man sagt, natürlich sind Zoonosen, also Infektionen, die zwischen Mensch und Tier hin und her springen, keine Besonderheit, auch wenn das manchmal jetzt gerade im Hinblick auf SARS-CoV-2 so dokumentiert wird. Nein, das ist die Regel und nicht die Ausnahme. 60% der bekannten menschlichen Infektionskrankheiten haben einen zoonotischen Ursprung, wie eben SARS-CoV-2 zum Beispiel auch. 75% mindestens der neu auftretenden Infektionskrankheiten, der Emerging Infection des Menschen, sind Zoonosen. Und damit sind wir natürlich in einer Situation, dass diese Interaktion zwischen tierischem Reservoir und der menschlichen zunehmenden Population eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da spielen eben auch gerade Nutztiere eine wesentliche Rolle. Vielleicht nur ein paar Beispiele dazu. Zum einen, ich hatte über die Rinderpest gesprochen. Rinderpest-Virus, einer der nächsten Verwandten ist das humane Masernvirus. Es ist eine Arbeitsgruppe um Sebastian Carmignac-Spencer am RKI aufgrund der Untersuchung von archivierten Proben aus Sammlungen, die bis zurückgehen bis 1912, mal zu analysieren, wie variabel ist eigentlich der Masernerreger, das Masernvirus, und wie lang ist dann eigentlich die Zeit, bevor sich diese beiden Viren, Masern, eine reine humane Erkrankung, und Rinderpest, eine reine tierische Erkrankung, getrennt haben. Und sie sagen hier, das war etwa das 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also in einer Situation, wo die Domestikation der Tiere, der Nutztiere gerade so den Höhepunkt erreicht hat und wo sich erst ja auch große Städte gebildet haben. Das heißt also zum einen durch die Domestikation das näher Heranrücken dieses Erregers an den Menschen und durch die Bildung von Städten dann auch eine größere vulnerable Population. Dann natürlich SARS 2002, 2003. Als Ursprung werden Säugetiere angenommen. In dem Fall ist es der Larvenroller oder im Englischen die Civet Cat, die hier möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Aber auch dort werden wohl Fledermäuse als eigentliches Reservoir von Bedeutung sein. Ebola, weitere Zoonose aus dem Bereich der Primaten, afrikanischen Primaten. Auch dort aber auch das ursprüngliche und das natürliche Reservoir sicherlich nicht im Primaten, weil die Affen genauso an Ebola sterben wie wir Menschen auch, sondern auch hier die Fledermaus. Und dann die Influenza, die Grippe, die großen Pandemien, ich hatte sie benannt. Sehr häufig wird die Epidemiologie der Influenza A ja so dargestellt, der Mensch ist im Zentrum. Für uns aus der Veterinärmedizin ist klar, das ist natürlich nicht der Fall. Die Epidemiologie der Influenza A stellt sich ganz anders dar. Im Zentrum steht das Tier, das natürliche Reservoir sind Wildvögel, insbesondere wilde Wasservögel. Dort tummelt sich das gesamte Spektrum von Influenza-A-Viren und von dort kommt es dann zum Übertritt entweder auf das Nutzgeflügel oder auf das Schwein oder eben auch direkt auf den Menschen oder über das Zwischenschritt Schwein und damit die Anpassung von Influenza-A an den Menschen. Und das ist auch heute noch etwas, was eine wichtige Rolle spielt. Nun kommen wir aber zu SARS-CoV-2. Das sind die letzten Daten, die ich gerade noch aus dem Internet gezogen habe. Wir haben also insgesamt 267 Millionen Infektionen, zumindest ist das, was die Statistik hergibt, mit etwas mehr als 5 Millionen Toten. Wir wissen, dass die Dunkelziffern existieren. Wir wissen natürlich nicht, wie hoch sie wirklich sind, sonst wären es keine Dunkelziffern. Aber das ist sicherlich eine signifikante Pandemie, die uns hier heimsucht. Und für uns als Friedrich-Löffler-Institut mit dem Fokus auf Tier und Mensch, diese Interaktion, sind diese Parameter für uns wichtig. Wo kommt der Erreger her? Wahrscheinlich ein zooanthroponotischer Übergang eines Coronavirus von den Hufeisennasenfledermäusen in Südchina auf den Menschen. Die nächsten genetischen Verwandten dieses SARS-CoV-2 werden in diesen Fledermäusen gefunden. Man muss aber auch sagen, es gibt bisher keinen Nachweis des eigentlichen SARS-CoV-2-Virus, so wie wir es jetzt kennen, in dieser Population. Aber das ist sicherlich eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Vielleicht gelingt es irgendwann. Was wir nicht wissen, ist, wann genau das passiert ist, wie es genau passiert ist, also direkt von natürlichen Reservoir auf den Menschen über einen Brückenwirt auf den Menschen, über einen wie auch immer gearteten Laborunfall, keiner weiß das. Und wir wissen auch nicht genau, wo es passiert ist. Was sich dann aber anschließt, ist eben die hohe Populationsdichte, die beim Menschen, die zur Selektion auf die effiziente Mensch-Mensch-Übertragung führt. Wir haben die globale Reisetätigkeit, wir haben also eine
gigantische Wirtspopulation, naive Wirtspopulation von annähernd 8 Milliarden Menschen. Die ist sehr mobil, die hat auch die Tendenz, sich in großen, bei Tieren würde man sagen, Kolonien, also gerade bei Insekten zusammenzufinden. Eine solche Kolonie war Wuhan und das ist natürlich dann ideal für die Ausbreitung. Dann aber wieder die Rückübertragung auf gehaltene Tiere. Wir kennen das bei Zootieren. Es gibt Berichte, es gibt dann insbesondere die Zurückübertragung auf gehaltene Pelztiere. Wir haben ja Nerze in Dänemark und in Holland eine wichtige Rolle gespielt und von dort auch wieder, zumindest in einigen Fällen, die Rückübertragung auf den Menschen und damit der gesamte Kreislauf einer solchen zoonotischen Infektion. Für uns am FLI waren unsere beiden Kernthemen dann wichtig: Gesundheit und Wohlbefinden lebensmittelliefernder Tiere. Also die Frage, sind lebensmittelliefernde Tiere empfänglich für SARS-CoV-2? Können sie möglicherweise ein Reservoir bilden, das dann wieder gefährlich werden kann für den Menschen? Werden sie krank? Das heißt, sind sie selbst betroffen von dieser Infektion? Und dann der zweite große Komplex, der Schutz des Menschen vor Zoonosen. Das heißt, können Tiere den Menschen wirklich anstecken? Und können Tiere auch als Modell für die Infektion des Menschen dienen zur Prüfung von Impfstoffen und Therapeutika? Und beiden Fragestellungen oder beiden Fragenkomplexen haben wir uns gewidmet hier auf der Insel Riems in unserer neuen Infrastruktur. Wir haben seit 2013 nun vermutlich eines der modernsten Forschungsgebäude für Infektionen im tierischen Bereich, sowohl was Laboratorien als auch was die Tierhaltung angeht, bis hoch zur höchsten Schutzstufe BSL 4, sowohl im Bereich der Tierpathogene, da gehört MKS, Maul- und Klauenseuche drunter oder die afrikanische Schweinepest, aber natürlich auch im humanen Bereich, wie zum Beispiel Ebola oder Krim-Kongo-hämorrhagisches Fieber. Dass diese Einrichtung hier mit einem Kostenrahmen von etwa 350 Millionen auf der Insel Riems gebaut worden ist, geht auf eine Entscheidung des Bundesministeriums von 1996 zurück. Das ist also jetzt keine Antwort auf SARS-CoV-2, auf Schweinegrippe, auf Vogelgrippe, auf BSE, sondern das war, glaube ich, eine sehr weitsichtige Entscheidung, die damals getroffen worden ist und die es uns eben jetzt erlaubt, mit den notwendigen Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden und mit dem Mitarbeiterstamm, den wir haben, und zwar jetzt nicht nur im Bereich der Forschenden, einige Namen sind hier aufgelistet, sondern eben auch mit allem, was dazugehört, Laborassistenz, Tierpflege, Technik, Verwaltung, nun solche Fragestellungen sehr, sehr schnell und sehr umfassend anzugehen. Das Ganze würde nicht funktionieren ohne unseren wichtigsten Mitarbeiter, das sind die Versuchstiere. Und wir sind hier glücklicherweise in der Lage, auf der Insel Riems, ich habe es mal etwas salopp gesagt, bis auf Giraffe und Wal eigentlich so ziemlich alles zu halten, was sich auf 4 oder 6 Beinen bewegt oder vielleicht auch im Wasser schwimmt. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber wir haben neben den normalen Versuchstieren, die jeder von Ihnen kennt, eben auch die Möglichkeit, mit etwas ungewöhnlichen Versuchstieren zu arbeiten. Wir haben 2 Kolonien von Flughunden bei uns, also Fledermäuse, die als potenzielles Reservoir in Frage kommen. Wir können mit Pelztieren arbeiten, Marderhunde. Wir haben Frettchen als Modellsystem und natürlich die klassischen landwirtschaftlichen Nutztiere genauso. Nun, wie sieht das aus? SARS-CoV-2 darf nur unter der Schutzstufe 3 bearbeitet werden. Das heißt, wir halten dann eben auch unsere entsprechenden Versuchstiere in dieser Schutzstufe. Das war ein Empfänglichkeitsversuch bei Rindern. Rinder sind glücklicherweise so gut wie nicht empfänglich und nur sehr schwach empfänglich. Von 6 intranasal infizierten Tieren haben nur 2 eine sehr kurze transiente Virusvermehrung gezeigt und nicht an Kontakttiere weitergegeben. Das sind die Fledermäuse, die Flughunde, die ich gerade schon erwähnt habe. Wir haben also 2 Kolonien, die vermehren sich also auch bei uns hier. Das sind Räume, die sind mit so einem Gitter nach oben abgedeckt, wo sich die Fledermäuse dann aufhängen können. Dann kriegen sie hier ihre Fruchtsnacks, das sind ja fruchtfressende Tiere. Das funktioniert also sehr gut und mit denen lässt sich dann auch entsprechend hier experimentell arbeiten. Auch hier haben wir Infektionsversuche durchgeführt. Die Tiere lassen sich infizieren, sie vermehren Erreger, sie verbreiten ihn auch weiter, aber sie werden selber nicht krank, also das, was man von einem Reservoir auch erwarten würde. Und das sind dann unsere Frettchen. Frettchen sind sehr geeignete Modelltiere für eine Reihe von Infektionen des oberen Atmungstrakts insbesondere.
Und auch hier ist es so, dass die empfänglich sind gegenüber SARS-CoV-2, dass sie den Erreger auch weitertragen können, dass sie aber selber nicht krank werden. Wir haben also ein Modell für eine asymptomatische Infektion im Frettchen und für eine symptomatische Infektion, also eine Covid-19 im Hamster. Ja, so sieht dann so die Haltung der Frettchen aus, die also hier so ein bisschen wie im Kindergarten dann ihr Spielzeug haben. Das ist auch etwas, das zeigt, dass sie sich wohlfühlen und auch sich gut vermehren. Nun, was wir hier dann unter anderem machen, sind eben neben den reinen Infektionsversuchen auch Versuche, die mehr in die Grundlagen gehen. Also hier 3D-Darstellung, das ist eine Konche eines Frettchens. Das heißt hier über 3D-Darstellung die Darstellung von Infektionsherden. Man kann in dem Fall, das ist jetzt eine Schnittblattmikroskopie, sehr gut durch solche Proben durchfahren. Man kann die einzelnen Infektionsherde sehen. Man sieht sie hier also relativ weit hinten in der Nase. Deswegen ja auch immer wieder der Hinweis, wenn Nasentupfer zum Nachweis genommen werden, die möglichst nach hinten möglichst weit nach hinten zu bringen, um dann eben auch solche Herde mit zu beproben. Es ist uns dann gelungen, oder wir haben das dann als Sammlung von Daten, eine Heatmap, wie das so schön neudeutsch heißt, der Empfänglichkeit von unterschiedlichen Tieren dann vorbereitet. Also in dem Fall glücklicherweise die Situation, dass unsere klassischen landwirtschaftlichen Nutztiere entweder gar nicht empfänglich sind für SARS-CoV-2, wie Huhn, Ente und Schwein, oder nur minimal, wie das Rind. Wir haben unsere Haustiere hier in der Mitte. Wir haben dann den Hamster und die Transgene, die veränderte SARS-CoV-2-Rezeptor ACE2 exprimierende Maus am oberen Ende der Empfänglichkeit, Frettchen und Nerze ungefähr hier. Und was in der Zwischenzeit wichtig geworden ist, was Kolleginnen und Kollegen in den USA durchgeführt haben, dass auch Hirsche, in dem Fall Weißwedelhirsche, empfänglich sind für SARS-CoV-2. Und in dieser Population in Nordamerika hat sich der Erreger natürlicherweise sehr schnell explosiv ausgedehnt. Das heißt, hier sind sowohl in den Vereinigten Staaten als auch jetzt in Kanada Populationen von Weißwedelhirschen, die SARS-CoV-2 positiv sind. Offensichtlich wird das bei den Tieren sehr gut vertragen, meist asymptomatische Infektionen, aber sehr effizient weitergegeben. Ja, das ist jetzt der Status quo. Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ist, was kommt denn als nächstes? Wo ich dann immer sage, meine Kristallkugel ist leider auch nicht klarer als die von irgendjemand anderen. Die WHO hat sich ja mal dran versucht, solche Blueprint Priority Diseases, wie sie es genannt haben, zu bestimmen oder vorherzusagen. Da kommt Krim-Kongo vor, Ebola und Marburg, Lassa, MERS, SARS, Nipah-Virus, Rift Valley Fieber, Zika und eben diese ominöse Disease X. Und wir würden jetzt sagen, ja, mit MERS und SARS, da lagen sie relativ nahe dran. Aber die Disease X ist natürlich etwas, was man nicht vorherbestimmen kann. Dass solche Disease X's auch auftauchen, zeigt sich auch bei uns in Deutschland. Das hat also jetzt nichts unbedingt mit Asien und Afrika und Dschungel zu tun. Das Westnil-Virus, eigentlich ein Vogelvirus, das als Fehlwirt auf Menschen und Pferde übergehen kann, das sich relativ weit in der Zwischenzeit ausgebreitet hat und das eben seit 2018 nun auch bei uns erstmalig aufgetreten ist. Wie der Name Westnil-Virus sagt, ist das also kein einheimischer Erreger, sondern ist von außen zu uns gekommen, hier in dem mitteldeutschen Raum zunächst nachgewiesen. Dann 2019 hat er sich in dem Bereich ausgedehnt und auch 2020 sehen wir das und 2021 zwar nicht ganz so fulminant wie im letzten Jahr, vielleicht auch, weil der Sommer etwas anders ausgefallen ist als im letzten Jahr, aber trotzdem auch weiterhin Fälle in diesem insbesondere Kernbereich. Das heißt, hier ist eine neue Infektionskrankheit zu uns gekommen, die sich etabliert hat, die Endemie entwickelt hat. Und insofern ist es schon richtig, Westnil hat in Europa ein zunehmendes Public Health Problem kreiert. Zika-Virus, auch hier ein bekannter Erreger, 1947 in Uganda zuerst beschrieben, zieht sich dann in relativ langen Abständen in unterschiedliche Regionen der Erde durch. Und dann dieser große Ausbruch 2014, 15 in Brasilien und in Mittelamerika. In der Zwischenzeit ist das Ganze wieder abgeflaut. Das wird aber sicherlich kein Verschwinden des Virus beinhalten, sondern wir werden das weiter auf dem Schirm haben müssen. Und dann haben wir natürlich ein großes Reservoir, insbesondere in den Wildtieren, von Erregern, die wir bis heute gar nicht kennen.
Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Hier ist es eine Arbeit von 2013, die sagt, 320.000 Säugetierviren sind noch unentdeckt. Das Global Virome Project sagt, dass die Zahl liegt bei über 1 Million. Wir wissen es letztendlich nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele davon gefährlich werden können im Hinblick auf zoonotische Potenzial. Aber da ist sicherlich noch viel, was schlummert. Und dass solche unbekannten Viren eben auftreten können, das konnten wir auch hier in Deutschland 2011 im Rahmen unserer Untersuchung bei Nutztieren nachweisen. Im November 2011 zum ersten Mal ein Erreger beschrieben, der ungefähr hier zunächst aufgetreten ist und sich bis September 2012 hier über Deutschland, Benelux-Staaten, Frankreich und den Süden Großbritanniens ausgeweitet hat. Ein völlig neuer Erreger, ein Ortobunja-Virus, das bisher weltweit noch nicht beschrieben worden ist. Wir haben uns dann den Erreger nach dem Ort, wo wir ihn zum ersten Mal nachgewiesen haben, das Schmallenberg-Virus getauft. Der Bürgermeister von Schmallenberg war jetzt weniger begeistert davon, aber zumindest ist, glaube ich, so der Ort Schmallenberg etwas weiter bekannt geworden. Und die Experten in der Tourismusbranche sagen, der Kontext spielt keine Rolle, der Name bleibt hängen. Das gilt nun zum Beispiel auch für ein neues Borna-Virus, das wir in Bunthörnchen gefunden haben, die bei uns gar nicht einheimisch sind, die aus Mittelamerika zu uns gekommen sind. Da muss man auch sich immer vergegenwärtigen, dass natürlich solche exotischen Tiere auch ihre eigenen exotischen Erreger mitbringen, die eben auch zoonotisches Potenzial haben können. Und ein letztes Beispiel, auch hier aus der Region. Das Rötelnvirus stand eigentlich immer so relativ einsam in der viralen Taxonomie da, musste natürlich auch evolutiv irgendwo Vorläufer haben. Und es sind jetzt 2 gefunden worden. Zum einen das Wuhugu-Virus in Afrika bei Fledermäusen und von uns das Rustrela-Virus eben gerade hier in der Region im Umfeld des Strela-Sundes. Deswegen heißt das auch Ru von Rubella und Strela nach Strelasund. Das sind beides Erreger, die in Tieren vorkommen. Der afrikanische Erreger hier in dieser Art von Fledermäusen und dieses Rustrela-Virus in Gelbhalsmäusen, die so aussehen. Es sieht im Moment nicht so aus, aber als ob es humane Infektionen damit gibt. Aber es sind einige tierische, also Säugetierspezies infiziert gefunden worden und die können auch an der Infektion an der Enzephalitis sterben. Das sind also neue Erreger, aber wir haben natürlich auch die alten, die sind ja immer noch bei uns. Und hier zitiere ich die Welt am Sonntag vom August des letzten Jahres, Virenjagd im Stall. Wir haben hier eine ganz interessante Situation bei Schweinen. Schweine als das Mischgefäß für Influenzaviren. Die spanische Grippe kommt aus dem Schweinebestand. Die Schweinegrippe hatte sicherlich auch mal irgendetwas mit Schweinen zu tun. Und was sich da gerade abspielt vor unseren Augen, ist etwas, was uns doch Besorgnis erregt. Das ist nämlich die Tatsache, dass das Schweinegrippevirus, das vom Menschen pandemisch verbreitet worden ist, vom Menschen nun wieder übertragen wurde auf Schweine. Das heißt, dieser eigentlich human adaptierte Erreger hat sich das Reservoir Schwein zunutze gemacht und reassortiert, vermischt sich nun also ganz glücklich mit den bereits vorhandenen Schweine-Influenza-Viren, sodass neue genetische Konstellationen auftreten. Und diese neuen genetischen Konstellationen werden bei uns gefunden, in den USA, also in Nordamerika und in China. Und da sind einige dieser Konstellationen dabei, die uns durchaus Sorge bereiten, die also unter anderem es bereits geschafft haben, einige der humanen Verteidigungslinien gegen Influenza, zum Beispiel MXA, zu überwinden, die sehr gut auch über aerogene Wege weiter verbreitet werden. Glücklicherweise hält unsere humane Immunantwort gegen die H1N1-Viren das immer noch relativ gut ab, aber das ist etwas, was wir mit sehr großer Sorge und sehr intensiv beobachten. Also nicht fokussieren auf die Coronaviren, die alten Influenzaviren haben immer noch ihr schwerwiegendes Potenzial. Und das passt dann auch zusammen in einen Report, den das Umweltprogramm der Vereinten Nationen im letzten Jahr herausgegeben hat, wo also der Titel ist Preventing the Next Pandemic, am 6. Juli letzten Jahres entstanden, wo drin steht, so unsurprisingly, the vast majority of animals involved in historic zoonotic events or current zoonosis are domestic. Livestock, domesticated wildlife, pets, which is logical as the contact rates are high. The emergence of a new wildlife zoonosis is extremely rare.
but can be very significant. Das heißt, die Tiere, mit denen wir am engsten Kontakt haben, sind natürlich auch die, die am wahrscheinlichsten Erreger übertragen. Nun, was kann man dagegen tun? Man kann natürlich versuchen, jegliches Spillover aus der tierischen Population auf den Menschen zu blockieren. Dazu müsste man vermutlich alle Tiere abschaffen. Das ist sicherlich weder wünschenswert noch realistisch. Das heißt also, diese Spillover-Ereignisse, die es in der Vergangenheit gegeben wird, die wird es auch in der Zukunft weiterhin geben. Wir können versuchen, Kontaktflächen zu reduzieren, aber wir werden das nie eliminieren. Das wäre jetzt nun so eine direkte Kontaktfläche, aber es muss natürlich nicht dieser direkte Kontakt sein. Es gibt auch indirekte Möglichkeiten, über kontaminierte Lebensmittel, über kontaminierte Nahrung, solche zoonotischen Infektionen aufzuschnappen. Wir wissen ja, wie gesagt, bis heute immer noch nicht, wie es SARS-CoV-2 wirklich in die menschliche Population geschafft hat. Aber damit sind wir in dem Bereich One Health und das wird dann der letzte Teil dieser Präsentation sein. One Health, das ist ein Konzept, das davon ausgeht, dass eben die menschliche Gesundheit mit der Gesundheit von Tieren und der Umwelt untrennbar verbunden ist. Das hört sich als ein total kluges, neues Konzept an, geht aber zurück auf viel, viel ältere Konzepte. Und ich zitiere hier sehr gerne Rudolf Virchow, 1873, der sagt, zwischen Tier und Menschen Arzneikunde ist oder sollte wissenschaftlich keine Scheidegrenze sein. Das Objekt ist verschieden, aber die Erfahrungen, die aus dem Objekt zu schöpfen sind, sind Lehrsätze, welche die Grundlage der Doktrinen bilden. Daher hat sich auch von Seiten der Wissenschaft die Verbindung zwischen Tier- und Menschenarzneimitizin immer inniger gestaltet. Und das ist das, was wir als One Medicine bezeichnen. Das heißt also das, was eigentlich den Bereich der unter anderem der Zoonosen, aber eben auch der Antibiotikaresistenzen umfasst. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass wir 3 dieser Kreise haben. Wir haben den menschlichen Bereich, den tierischen Bereich und eben den Umweltbereich. Und das, was sich im Zentrum dieser 3 überschneidenden Kreise befindet, das ist wirklich One Health, unter anderem eben die Zoonosen mit Pandemiepotenzial oder die antimikrobiellen Resistenzen. Und dieses One Health-Konzept, das hat im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie nun deutlich Auftrieb bekommen. Hier ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19. September des letzten Jahres. Das Rezept gegen Killerviren, ein neuer Ansatz genannt One Health, soll verhindern, dass sich Pandemien wie Corona wiederholen. Na, ob das Verhindern wirklich so 100% klappt, da bin ich nur skeptisch. Aber es ist sicherlich ein Ansatz, den es sich lohnt, jetzt mal auszuprobieren. Und dort ist es in der Tat so, dass diese Covid-19-Pandemie geholfen hat, One Health doch wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Nun, was ich ganz spannend fand, ist, wir hatten 2017 im Rahmen der G20-Ratspräsidentschaft Deutschlands zum ersten Mal ein Treffen der Direktorinnen und Direktoren der Public Health und der Veterinary Public Health Institute der G20. Ich sage immer etwas salopp, für den Public Health Bereich ist es ja das RKI und wir sind so ein bisschen das RKI für Tiere als FLI. Nun, in diesem Kontext bin ich gebeten worden, einen Vortrag zu Zoonosen zu halten, einen Impulsvortrag. Ich habe den gehalten, 15 Minuten. Dann kam danach ein Kollege aus einem befreundeten europäischen Nachbarland zu mir und hat gesagt, Zoonosen, das einzige globale One Health Problem, das wir haben, sind Antibiotikaresistenzen. Natürlich sind Antibiotikaresistenzen ein globales Problem und natürlich gibt es auch Pandemien von Antibiotikaresistenzen, ob das nun Cholistinresistenz ist oder die berühmte New Delhi Metallobeta-Lactamase. Und auch hier ist es so, dass wir, wenn wir das hochrechnen, sicherlich eine große Gefährdungssituation haben. Nun hat das Ganze sich aber völlig umgedreht. Im Moment bin ich derjenige, der jetzt sagt, fokussiert bitte nicht nur auf die Zoonosen, die wir gerade haben mit SARS-CoV-2, sondern vergesst die Antibiotikaresistenzen nicht. Und in der Tat sind das 2 wesentliche Säulen dieses One Health-Konzeptes und viel im Hinblick auf Interaktion, wie hier bei Antibiotikaresistenzen dargestellt, viel im Hinblick auf Prävention, auf Preparedness, trifft für beide ähnlich zu. Und das ist ein Konzept, das wir versuchen wollen, weiter zu entwickeln. Wenn wir One Health nehmen und Umwelt, dann spielen natürlich auch Aspekte wie Klimawandel eine Rolle. Wir haben neue Vektorpopulationen, die sich breit machen, auch bei uns in Deutschland. Glücklicherweise noch nicht die Gelbfiebermücke bei uns, aber wir haben die japanische Buschmücke, hier die asiatische Buschmücke Aedes japonicus bei uns etabliert. Wir haben in der Zwischenzeit die asiatische Tigermücke bei uns etabliert mit entsprechenden Vektoreigenschaften. Wir haben tropische Zecken, die immer wieder jetzt in Deutschland gefunden werden.
Ob sie sich wirklich schon etabliert haben oder immer wieder neu eingeschleppt werden, da diskutiert die Wissenschaft noch, aber zumindest sind das auch Phänomene, die wir von früher her nicht kennen. Und damit sitzen wir in diesem One Health Boot gemeinsam und die WHO, OIE, die FAO und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen haben auf Wunsch oder auf, wie soll man sagen, Vorschlag von Deutschland und Frankreich ein Panel, ein Gremium eingerichtet, das sich nun One Health High-Level Expert Panel nennt. Das sind 26 Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt, die hier verteilt, die hier zusammenkommen. 26 Mitglieder aus 24 Nationen. Meine Kollegin Wanda Makota aus Südafrika und ich, wir wurden gebeten, den Gründungsvorsitz dieses Panels zu übernehmen. Ich habe nach einer Nacht Bedenkzeit auch zugestimmt, nicht wissend, wie viel Arbeit das nun wirklich mit sich bringt. Wir haben also praktisch jede Woche in der Zwischenzeit Zusammenkünfte. Das ist insofern ganz spannend, weil sich unsere Mitglieder von Neuseeland bis an die Westküste der Vereinigten Staaten rekrutieren. Für uns ist es ganz geschickt hier im Zentrum, dass wir unsere Meetings dann meistens so um die Mittagszeit starten. Das ist dann für unsere Kollegen in Neuseeland und Australien ein sehr langer Tag. Das sieht man manchmal auch an den Augen. Und für unsere Kolleginnen, weil das sind Kolleginnen hier aus Nordamerika oder 3 aus Nordamerika, ist es dann ein früher Morgenkaffee. Aber das, mit was wir uns beschäftigen, das ist genau dieser One Health Aspekt. Und wir versuchen auch hier wegzukommen von der anthropozentrischen Sichtweise, die in der Vergangenheit vorgeherrscht hat, zu einer eher kosmozentrischen Sichtweise. Das heißt, das gesamte One Health Spektrum wirklich zu betrachten. Und einer der ersten Outputs dieses Panels, jetzt erst vor 2 Wochen publiziert, ist eine Definition von One Health, die weit über das, was bisher zumindest als Definition meistens verwendet worden ist, hinausgeht. Es geht also nicht nur um die Gesundheit von Ökosystemen, Tieren und Menschen, sondern es geht auch über die zur transsektoralen und interdisziplinären Zusammenarbeit, die alle Ebenen der Gesellschaft mit einschließen soll. Das heißt, es ist also ein integrierter, einigender Ansatz, der also nachhaltig die Balance und die Optimierung der Gesundheit von Mensch, Tier und Ökosystem zum Ziel hat. Und es sind 5 Grundsätze, die wir formuliert haben. Das ist zum einen Equity, also die Augenhöhe zwischen Sektoren und Disziplinen. Es ist Parity, also die sozialpolitische Gleichberechtigung vor dem Hintergrund der Doktrin, dass alle Menschen gleich sind und Anspruch auf gleiche Rechte und Möglichkeiten haben. Also weit über die Infektiologie hinaus. Ein sozioökologisches Gleichgewicht. Wir legen großen Wert auf Stewardship, denn das ist wirklich das, was wir auch im Hinblick auf Prävention hier machen können. Und dann eben die Transdisziplinarität und die multisektorale Zusammenarbeit aller relevanten Disziplinen. Das sagt sich sehr, sehr einfach. Das ist in der Realität, das kann ich Ihnen sagen, sehr schwierig umzusetzen. Und wenn wir das jetzt spiegeln auf den konkreten Fall der Zoonosen, also Transmission von Infektionserregern vom Tier auf den Menschen und zurück, dann bin ich der Meinung, ja, wir können hier ansetzen, Kontaktflächen reduzieren. Aber was wir im Sinne einer Preparedness machen müssen, ist uns diesen Weg hier genauer ansehen. Ich habe es vorher schon gesagt, wir haben eine zunehmende Weltbevölkerung, im Moment knapp unter 8 Milliarden. Das ist für einen Erreger im wahrsten Sinne des Wortes das gefundene Fressen. Was Besseres kann nicht passieren. Eine naive, gigantische Population, hochmobil, die sich eben auch entsprechend zusammenballt. Deswegen auch der Begriff der Ballungszentren. Was Besseres kann es nicht geben. Und wenn wir hier nicht versuchen, irgendwo gegenzusteuern, dann werden wir auch weiterhin natürlich mit solchen Pandemien rechnen können. Die Chance, dass sowas passiert, ist überall gegeben. Deswegen auch vorher mein Beispiel der momentan ablaufenden Mischung von Influenza-Viren im Schwein. Das kann also auch in Zukunft eine deutsche Grippe werden, die die nächste Pandemie verursacht. Aber insbesondere sind natürlich Gefährdungssituationen in anderen Ländern gegeben, wo gerade der Kontakt zwischen Mensch und Wildtier doch entsprechend enger ist. Und deswegen auch mein Hinweis, ja, wir müssen dort fokussieren, dass sich aus ersten Infektionsketten keine Epidemien und Pandemien bilden. Da spielt die Syndromic Surveillance eine Rolle, da spielt Early Detection eine Rolle, also Früherkennung. Und das sind die Fragestellungen, denen wir uns auch in diesem Panel widmen. Wenn ich das Ganze nun zusammenfasse,
ich bin schon weit über die Zeit, das Ganze zusammenfasse, dann kann man eigentlich nur sagen, der Mensch ist Teil des Tierreichs in einer gemeinsamen Umwelt. Das sollten wir nicht vergessen. Das ist das Konzept des One Health. Und ich nehme mal an, dass jetzt die Zuhörerschaft zum Großteil sich aus dem humanmedizinischen Bereich zusammensetzt. Da bin ich dann immer derjenige, der so auch mit einem Augenwinkern sagt, wenn wir das so annehmen mit diesem One Health und mit dem, was Rudolf Virchow gesagt hat, dann kann man eigentlich formulieren, dass Humanmediziner eigentlich im eigentlichen Sinne Fachtierärzte für Menschen sind. Es ist eine andere Spezies, es ist kein Fachtierarzt für Rind und Schwein und Geflügel, sondern es sind eben die Fachtierärzte für Menschen. Und da muss ich dann insgeheim doch immer schmunzeln, wenn ich einen sehr häufig in den letzten 2 Jahren formulierten Begriff dann höre, nämlich den Begriff der Herdenimmunität. Ein D ist zu viel, der Herdenimmunität. Denn das ist ja vielleicht noch eine Reflexion dieses One-Medicine-Gedankens, denn Menschen leben ja bekanntlich nicht in Herden. Das war das komplexe Thema, mit dem ich das Ganze jetzt nun beenden möchte. Das heißt, wir haben One Health im Zentrum, wir haben die unterschiedlichen Einflussfaktoren außenrum. Das ist das, was wir im Hinblick auf Preparedness und noch viel mehr auf Prevention im Auge behalten müssen, auch vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklungsziele, egal ob das nun kein Armut, kein Hunger oder Gesundheit in Wohlergehen ist, und das eben nicht nur für den Menschen. Und damit bin ich zu Ende. Im Hintergrund hier nochmal die grafische Darstellung dessen, was wir als One Health definiert haben. Und ich erlaube mir zu sagen, One Health ist eigentlich kein Konzept, denn wenn man das weiterdenkt, ist One Health eigentlich eine Art zu leben. Und One Health beginnt also auch bei uns, bei jedem Individuum. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre Geduld mit meinem Lieblingsemoji. Es ist mein Lieblingsemoji, weil er doch so ein bisschen aussieht wie Friedrich Löffler. Und damit vielen Dank und ich beantworte gerne Fragen, die Sie noch haben werden. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Professor Mettenleiter, ganz herzlichen Dank für diesen für mich extrem eindrucksvollen Vortrag, vor allen Dingen für den Blick oder den weiten Blick über den Tellerrand für uns Humanmediziner und vor allen Dingen für diesen so wichtigen Ansatz von One Health, den wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr in den Fokus auch der Diskussion rücken werden. Und damit ist die Diskussion eröffnet und ich habe im Chat schon mal geschaut, vorhin eine erste Frage, die da vorhin stand, war die, eine ganz konkrete Frage, warum gibt es keinen Impfstoff gegen die afrikanische Schweinepest? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. In der Tat ist es so, afrikanische Schweinepest ist schon in vielen Personen sehr interessanter Erreger. Wir wissen zum Beispiel über den Erreger nicht, welche Rezeptoren er verwendet, ob er überhaupt spezifische Rezeptoren verwendet. Er hat zwar spezifische Wirtszellen, das sind im Schwein die Makrophagen. Wie aber dann in die Zelle reinkommt, ist also auf der molekularen Ebene noch ziemlich unklar. Wir haben auch die interessante Situation, dass wir zwar in den infizierten Tieren eine Antikörperantwort finden, aber keine neutralisierenden Antikörper, was für eine Virusinfektion komplett ungewöhnlich ist. Das heißt, wir können also auch kein hauptschützendes Antigen identifizieren. Im Moment werden wir immer wieder gefragt, es klappt so toll bei SARS-CoV-2, wieso macht er das denn eigentlich bei Schweinepest? So schlimm kann das doch nicht sein. Doch es ist, weil wir eben ein solches dominantes schützendes Antigen nicht haben. Und dann ist es leider so, dass dieser Erreger darauf selektiert worden ist, der Immunantwort des Tieres effizient zu entgehen. Das ist also auch etwas, was wir bei den komplexen DNA-Viren, dazu gehört ASP ja auch, häufiger sehen. Und wenn ich dann so gefragt werde, wieso kriegt ihr das in der Veterinärmedizin denn nicht hin, dann werfe ich den Ball immer gerne zur Humanmedizin zurück. Wir haben keinen Impfstoff gegen Herpes simplex, wir haben keinen Impfstoff gegen HCNV, wir haben keinen Impfstoff gegen Hepatitis C. Also da ist durchaus auch auf beiden Seiten noch Erweiterungsbedarf. Aber es ist in der Zwischenzeit in der Tat so, es gibt eine Reihe von guten Kandidaten. Die besten sind im Moment diejenigen, die gentechnisch modifiziert sind, wo also bestimmte Gene oder Gengruppen rausgenommen worden sind, die mit Virulenz etwas zu tun haben. Und das ist ein Weg, den ich durchaus für sinnvoll halte. Wann es dann soweit ist, dass also dieser Impfstoff dann wirklich zum Einsatz kommt, da wage ich keine Prognosen. Ich hatte es gesagt, zum einen sind es GMOs, die einer besonderen natürlich auch Regulierung unterliegen.
Und zum Zweiten dauert eben Impfstoffentwicklung gerade in dem Bereich nicht immer nur wie bei SARS-CoV-2 12 Monate, sondern eben auch deutlich länger. Das sind alles Lebendimpfstoffe, das sind also auch keine Untereinheiten oder Ähnliches. Und das ist natürlich dann auch von der Sicherheit noch eine ganz andere Fragestellung. Aber es sieht jetzt deutlich besser aus als noch zu Anfang dieser ASP-Epidemie, wo wir wirklich eigentlich gar nichts zur Verfügung haben. Okay, vielen Dank. Es gibt eine weitere Frage noch zur afrikanischen Schweinepest von Frau Dr. Oder Herrn Dr. Böhm. Die Frage heißt, ist die Letalität der afrikanischen Schweinepest tatsächlich bei allen Schweinearten identisch, also Hausschwein, Wildschwein, Warzenschwein? Also sie ist identisch bei Sus scroffa, also Wildschwein und Hausschwein. Dort ist es in der Tat so, also bei uns in den experimentellen Ansätzen sterben normalerweise annähernd alle Tiere. Das ist also auch ein sehr klares Symptom. Wenn ich gefragt werde, was ist denn so ein Leitsymptom für afrikanische Schweinepest, dann sage ich, das Leitsymptom sind tote Schweine. So ist das letztendlich auch in diesem Bestand zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern erkannt worden. So diagnostizieren wir das dann auch, oder so wird es auch auffällig im Wildschwein. Das Warzenschwein ist ein interessantes Phänomen. Das Warzenschwein ist der natürliche Wirt. Afrikanische Schweinepest ist an das Warzenschwein adaptiert. Diese Tiere sterben nicht an der Infektion, zumindest die älteren Tiere nicht. Das kann hin und wieder bei den jüngeren Tieren passieren. Dort persistiert der Erreger. Dort ist es auch so, dass wir nicht unbedingt ausschließlich eine direkte Infektion vom Tier zu Tier haben, wie jetzt in der Wildschweinpopulation in Mitteleuropa, sondern dort sind Zecken Vektoren, Überträger. Und wir haben dieses für einen Virologen total interessante Phänomen, dass wir einen Erreger haben, der sich an zwei völlig unterschiedliche Spezies so adaptiert hat. Also an das Warzenschwein oder an das Schwein, das ist der eine Art von Wirt. Es infiziert keine anderen Säugetiere. Und auf der anderen Seite ein Arthropode, also eine Zecke, die einen völlig anderen Stoffwechsel hat, die sich völlig anders gegenüber solchen Erregern auch verhält. Aber genau auf diese beiden ist der Erreger nun adaptiert, das herauszufinden. Ich sage immer etwas salopp, wenn ich nochmal anfangen würde in der Virologie heute, dann wäre das Virus, was ich mir suchen würde. Das ist einfach absolut genial. Das ist ja mega spannend. Ja. Herr Florian Bauer fragt, wo steht der Mensch bei der Virusempfänglichkeit der unterschiedlichen Tierarten? Das ist jetzt natürlich etwas schwierig zu vergleichen. Bei den Tierarten haben wir ein Standard experimentelles System, wie wir die Infektionen durchführen. Ich würde mal sagen, von dem, wie ich das so sehe, würde der Mensch in unserer Heatmap so auf dem rechten Drittel ungefähr stehen. Also schon in ähnlicher Empfänglichkeit, wie wir das jetzt auch haben, zum Beispiel bei den Hirschen. Vielleicht nicht ganz so empfänglich wie bei den transgenen ACE2-exprimierten Mäusen. Aber da kann ich eigentlich keinen direkten Vergleich machen. Okay, ich muss hier mal ein bisschen hin und her switchen. Eine Frage war noch, das geht in Richtung One Health. Wir haben es ja mit einem ständigen Lebensraumverlust bei den Wildtieren zu tun. Und wie schätzen Sie die Rolle in dem Gesamtansatz ein, dieses Lebensraumsverlust, oder gibt es dazu auch schon wissenschaftliche Untersuchungen, was das Ganze für eine Rolle spielt? Es gibt Untersuchungen, es gibt auch, sagen wir mal, anekdotische einzelne Beispiele in der Tat, dass also dann durch Vernichtung von Lebensraum eben sagen wir mal jetzt anders, durch das Vordringen des Menschen in Habitate, die ja bisher nicht vorgedrungen ist, dass es zu solchen Übertragungen gekommen ist oder kommt. Das heißt, das erhöht die Kontaktfläche zwischen Wildtier und Mensch und damit die Übertragungswahrscheinlichkeit, wie ich das vorher gesagt habe. Da spielt die Vernichtung von Lebensraum eine Rolle, das Eindringen in bisher nicht zugänglichen Habitaten. Es wird immer noch diskutiert, welche Rolle denn jetzt die Biodiversität auf diesem Prozess spielt. Da gibt es jetzt unterschiedliche Modelle und auch unterschiedliche Beispiele. Die eine sagen, reduzierte Biodiversität der Wirte heißt dann auch reduzierte Biodiversität der Erreger, was ja eigentlich erstmal logisch ist. Und damit die Wahrscheinlichkeit, dass der richtige oder der falsche Erreger dann wirklich überspringen kann, wird reduziert. Auf der anderen Seite gibt es dann andere Modelle, die sagen, ja, aber dadurch
erhöhe ich auch die Individuenzahl bestimmter Wirtspopulationen. Das heißt, wenn dann ein Erreger in einer solchen Residualpopulation sich dann ausbreiten kann, dann hat er auch mehr Möglichkeiten dann zum Überspringen. Also das sind alles Fragen, die in der Forschung gerade auch heftig diskutiert und angegangen werden. Da gibt es aber noch wirklich ein immenses Forschungspotenzial. Und das ist etwas, wo ich immer wieder darauf hinweise, wir sollen also nicht nur auf die Interaktion zwischen Erreger und Wirt eben konzentrieren, sondern auch das ganze Umfeld mit betrachten. Und das ist eben One Health. Jetzt hat Herr Professor Becker aus dem humanen Friedrich-Löffler-Institut eine Frage. Ich habe ihn mal freigeschaltet, Herr Becker. Ich hoffe, Sie können sprechen. Lieber Herr Mittenleiter, das war natürlich Ehrensache, dass ich mir Ihren hochspannenden Vortrag angehört habe. Und ich möchte die Gelegenheit unbedingt nutzen, nochmal Ihnen und Ihrem Team für die völlig unkomplizierte Hilfe zu Beginn der Covid-19-Pandemie da meinen Dank auszusprechen. Denn ohne Ihre Erfahrung sozusagen mit Massentestungen, die wir ja in der Humanmedizin seltener haben, und mit Ihrem Equipment damals am Anfang, als alles knapp war, hätten wir den Beginn der Pandemie nicht so gut überstanden. Und zwischenzeitlich haben sich ja auch einige tolle Kooperationen mit den Kollegen Beer und Groschow zum Beispiel angebahnt. Ja. Aber meine Frage jetzt auch an Sie, was hindert uns eigentlich sozusagen aus politischer Sicht, dass wir, also Veterinärmediziner und Humanmediziner, besser für die Bekämpfung zukünftiger Pandemien zusammenarbeiten könnten? Was würden Sie, sage ich mal, sehen? Was könnten wir da besser machen? Wo könnten wir der Politik mal so einen kleinen Schubs vielleicht auch geben? Ja, vielen Dank, Herr Becker. Zunächst mal vielen Dank für die freundlichen Worte. Ja, in der Tat, das war ja damals sehr, sehr unkompliziert und wir haben das auch sehr gerne gemacht. Ich meine, aber das ist schon ein Beispiel dafür, wie es eigentlich gehen sollte. Ich glaube, das, was wir damals gemacht haben, das war dann wirklich One Health, zumindest One Medicine. Ich habe am Anfang des letzten Jahres, als ja insbesondere die Testkapazitäten das große Problem waren, immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in der Veterinärmedizin zum einen die Kapazitäten haben für Massentestung, weil für uns eben Seuchenbekämpfung, ich will nicht sagen, die tägliche Routine ist, aber doch sehr viel häufiger vorkommt. Und zum Zweiten auch die Kompetenzen haben, solche Tests dann durchzuführen. Ich erinnere an die Diskussion über das Poolen von Proben. Ist bei uns Standard, schon seit vielen Jahren, wurde in der Humanmedizin neu entdeckt. Wir haben versucht, das am Anfang einzuspeisen. Es war einfach kein Durchdringen. Der zweite auch der diagnostische Wert von CT-Werten, wo wir also angegangen worden sind und gesagt, nein, das sollte man also bitte bleiben lassen. Das würde die Humanmedizin nun verwirren. Natürlich spielt es eine Rolle, ob ich einen CT-Wert von 35 oder von 15 habe und positiv dann bewertet werde. Also das hat leider nicht funktioniert. Und da habe ich für mich auch die Schlussfolgerung gezogen. Ich glaube, bei uns im Land ist noch ein weiter Weg bis hin zu One Medicine und wir diskutieren sie ja jetzt gerade wieder im neuen Infektionsschutzgesetz, was die Möglichkeit der Impfung angeht. In den Vereinigten Staaten ist es ganz selbstverständlich, dass der Tierarzt auch Menschen impft, wenn er da auf so eine Farm rausfährt. Bei uns ist das immer noch ein No-Go. Und ich glaube, das sind zwei Punkte. Zum einen sicherlich die Politik, die sich dann auch mal ein Herz fassen muss, das umzusetzen. Das ist ja dann in der, ich glaube, dritten Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, was die Testung angeht, dann auch erfolgt, dass also Veterinäre und veterinärmedizinische Einrichtungen mit in die Testung einbezogen worden sind. Hat es übrigens vorher dann auch schon gegeben, hat immer dann gut funktioniert, wenn die veterinärmedizinischen Testlabore unter dem gleichen Dach wie die humanmedizinischen gearbeitet haben, egal ob es nun staatliche Labore waren oder private, das gleiche Dach, dann haben die sich extrem schnell ausgetauscht, genau über die Dinge, die wir gerade auch besprochen hatten. Also das ist sicherlich ein Punkt. Und zum Zweiten muss natürlich auch dann die Bereitschaft auf Seiten der Fachtierärzte für Menschen da sein, auch in eine solche Kooperation dann einzusteigen und nicht in einer Art Hegemoniebestreben zu versuchen, da irgendwelche, ich traue es mir jetzt mal zu sagen, irgendwelche, sagen wir mal, sich Pfründe zu sichern oder weiter zu respektieren. Ich glaube, ein vernünftiges Miteinander und eine vernünftige Kommunikation und einfach anerkennen, dass auch der andere entsprechende Kompetenzen und eben auch Kapazitäten hat, das würde in beide Richtungen gut tun. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Wir haben es ja jetzt durch so eine Pandemie ist ja offensichtlich sehr geeignet dafür, um einem solche Dinge klarzumachen. Also wir merken das ja auch
in der Zusammenarbeit der Fachgebiete und der praktischen und theoretischen Institute hier im Kleinen auch. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte nochmal zurückkommen auf vielleicht eine praktische Sache. Wie gelang es eigentlich oder was war der Schlüssel, Pocken und auch die Rinderpest auszurotten? Sind die Wege dorthin etwas, was auch für die heutige Pandemie für uns von Relevanz sein könnte? Naja, es ist so bei beiden, sowohl bei Pocken als auch bei Rinderpest, haben Impfstoffe eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Ohne die wäre es nicht gelungen. Wir haben bei beiden ein relativ enges Wirtsspektrum. Das heißt, bei Pocken ist eben der Wirt, also mindestens bei der Variole Major, ist der Mensch der einzige natürliche Wirt. Das heißt, wir haben also kein tierisches Reservoir, wo sich der Erreger verstecken kann. Das gilt für die Rinderpest auch so. Da ist es eigentlich fast ausschließlich wirklich das Rind. Es gibt einen, ich nenne es immer einen kleinen Bruder der Rinderpest. Ich hatte die Dias drin, bin aber kurz drüber gesprungen. Das ist die Pest der kleinen Wiederkäuer, die PPR, Peste Petit Ruminant. Das ist dann also der Rinderpest ähnliche Vertreter, der nun die kleinen Wiederkäuer, also Schafe und Ziegen, befällt. Und dort hat sich die UEE, die Weltorganisation für Tiergesundheit, eigentlich vorgenommen gehabt, auch diese Infektion bis zum Jahr 2030 auszurotten. Da ist jetzt auch SARS-CoV-2 ein bisschen dazwischen gekommen. Aber auch dort ist es so, dass eben der Erreger gerade in der Population sich aufhält, die dann auch zugänglich ist zur Impfung und eben kein anderes Reservoir in anderen Tierspezies. Also von daher sind das schon relativ optimale Bedingungen. Wir haben es ja ähnlich bei der Polio, wir haben es ja ähnlich bei Masern, wo wir eigentlich auch ja relativ weit sind, bei der Polio deutlich weiter als bei Masern, wo es eben auch nur diese eine Wirtsspezies gibt. Und das ist immer eine wesentliche positive Voraussetzung natürlich, um sowas zu erreichen. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt nochmal, der mir persönlich nicht ganz so klar war. Aber vielen Dank dafür auch. Ja, ich sehe jetzt im Chat und in allen Stellen, wo ich noch so gucken kann, keine Fragen mehr. Das ist ein sehr gutes Zeichen, würde ich sagen. Sie haben uns viele, viele Informationen gegeben. Sie haben uns, glaube ich, viel zum Nachdenken auch angeregt, über den Tellerrand zu schauen und das Ganze globaler zu sehen. Von mir und sicherlich von vielen Zuhörern und Zuschauern nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie Ihre kostbare Zeit in diesem Rahmen sehr gerne für die Sepsis-Akademie gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen einen hoffentlich schönen Feierabend nachher und uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Professor Mittenleiter. Sehr gerne, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ich wünsche allen ein gesundes Weihnachten. Versuchen Sie möglichst von allen Arten von Erregern, so weit wie es geht, fernzubleiben. Vielen Dank.